Das ganze Jahr ist auf das Event ausgerichtet. Der Druck war auf jeden Fall auch schon groß die Saison. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sein Land repräsentieren kann. Okay? Es ist eine Ehre, das soll euch allen bewusst sein. Paul und ich sind ja beide als Alternator noch gerade so ins Deutschland-Team reingerutscht. Dass wir immer gesagt haben, ja, und wir sind nur die Alternates, wartet mal ab, was da im Squad kommt. Europa hat aufgeholt und da sind wir als deutsches Team ganz vorne mit dabei. Wir wollen auf jeden Fall Erster werden in allen Wettbewerben. Welcome to the RoundNet World Champions 2024! Crowd war unfassbar geil. Die Stimmung mitzunehmen, die Crowd anzufeuern. Man musste wirklich bei jedem Game Vollgas geben. Eine Niederlage hätte schon das Aus bedeuten können. Vor 2 Jahren bei der WM war kein einziges europäisches Team im Halbfinale. Ich glaube sogar nur eins im Viertelfinale. Die Treppchen waren voll mit Amerikanern und dass ganz viele individuelle Teams von Amerika einfach sehr viel stärker sind im Surf. Und vor allem das große Thema war halt Surf Receive. Wenn du als Europäer noch nie so einen Cut-Surf received hast, dann ist das halt mega schwierig gleich einmal zu machen. Man hat ja gemerkt, okay, da ist ein Gap. Da ist so die Lücke zwischen uns, wie wird das bei den nächsten Worlds? Es treten über 30 verschiedene Nationen bei der Weltmeisterschaft 2024 an. Die USA und Kanada würde man als Favoriten sehen. RoundNet Germany hat sich seit 2022 extrem weiterentwickelt. Nicht nur sind wir grundsätzlich durch die ganze Band weg wesentlich professionalisierter geworden, was den Sport angeht. Das hat sich vor allem auf die Leistungsspitze ausgewirkt. Dadurch, dass mehr Leute in den Sport reingekommen sind, was natürlich für mehr Talente und auch ein höheres Niveau an der Spitze sorgt, plus ein größeres Angebot, bei dem die Leute gegenseitig auf Top-Niveau gegeneinander spielen können. Die Weltmeisterschaft ist grundsätzlich in verschiedene Turniere aufgeteilt. Das Squad-Turnier, das sowohl für Herren als auch Damen ein eigenes Turnier hat. Und wir haben jeweils ein Individual-Turnier, auch für Herren und Damen, und Mixed. Individual heißt im Prinzip, dass man als eigenständiges Zweierteam antritt. Das wäre genauso, wie wenn Alexander Zverev im Tennis mit einer Deutschlandflagge neben seinem Namen den Grand Slam gewinnt. 2022 haben Nora und Per zusammen im Mix den 5. Platz geholt. Dieses Jahr schicken wir 2 Mixteams ins Rennen, einmal Back-to-Back Per und Nora wieder und das andere Team sind Paul und Jessie. Paul und ich sind ja beide als Alternator noch gerade so ins Deutschland-Team reingerutscht. Das war übrigens auch so ein bisschen so ein Schlachtruf, dass wir immer gesagt haben, ja, und wir sind nur die Alternates, wartet mal ab, was da im Squad kommt. Paul und Jessie sind 2 absolute Elite-deutsche SpielerInnen, die jeweils im Team Deutschland als Alternates im Squad eingesetzt werden und wie schon erwähnt, das Mix zusammen bestreiten. Squads im Vergleich zu Individual ist wie beim Tennis Ligabetrieb zu spielen. Das heißt, man tritt gemeinsam als Team gegen andere Nationen an. Dass sie Alternates sind, bedeutet so viel wie, sie sind unsere Auswechselspieler. Sprich, verletzt sich irgendjemand in der Gruppenphase, haben wir immer noch die Chance, die beiden einzuwechseln. Wir haben uns dafür entschieden, Paul und Jessie zusammen spielen zu lassen, obwohl sie das vorher noch nie getan haben, weil wir einerseits das Gefühl hatten, dass die Stimmung der beiden am Netz extrem gut zueinander passt und sie jeweils individuell sehr gute Leistungen im Mix das ganze Jahr über gezeigt haben. Die Favoriten dieses Jahr sind einerseits Laura Kunzelmann und Ramon Felix. Laura auch bekannt als die beste Spielerin der Welt und Ramon ist auch da. Darf ich das sagen? Und andererseits Kieran Rose und Katie Pearson, die schon zusammen die komplette Saison 2024 in den USA gespielt haben. Ich heiße Franzi und ich spiele beim MRC in München. Letztes Mal war ich dann ja kurz vorher verletzt und so und dann sehr enttäuscht. Ich habe die Julia mal gefragt, ja, was so ihr Dream wäre sozusagen, was sie so erreichen möchte. Und sie möchte einfach wieder mit der Franzi spielen. Und das fand ich so cute, dass sie es halt diesmal zusammen ins Squad geschafft haben, ist ja fast kitschig. Wir spielen ja schon immer zusammen, sowohl beim RoundNet als auch beim Volleyball. Die Stadlers sind das längste noch existierende deutsche Damenteam, bestehend aus Julia Stadler und Franzi Stadler. 2 Schwestern, die schon seit eh und je zusammen RoundNet spielen. Wir haben da, würde ich sagen, eine ziemlich ähnliche Stimmung und Einstellung und einen ähnlichen Hype. Ich freue mich da einfach drauf, als Team hinzufahren. Die Stadlers haben die ganze Saison 2024 solide Leistungen erbracht, waren allerdings nicht immer an der Spitze anzutreffen. Ich denke, man kann erwarten, dass sie die besseren Teams auf jeden Fall ärgern können. Sie sind aber nicht unbedingt Top-8-Kandidaten. Die Favoriten im Women's Individual sind einerseits Twins aus den USA, das erfolgreichste Frauenteam jemals, und Tiramisu aus Österreich, die unangefochtenen europäischen Champions. Für Deutschland sind im Individual 4 Teams angetreten. Die Stadlers, Tina Raffa, Slay mit Sophia und Clara und Resi Ronja.
Welcome to the RoundNet World Championships 2024. Genießt es, das ist das Wichtigste. Ihr seid hier, nehmt das alles mit auf. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man sein Land repräsentieren kann. Okay? Es ist eine Ehre, das soll euch allen bewusst sein. Ach, noch einmal durchatmen. Jetzt geht's los. Wir sind in London, wir sind bei der Weltmeisterschaft. Jetzt geht's los. Okay? Ihr geht jetzt gleich an die Netze und dann will ich keine Gnade sehen. Okay? Alles geben. Seid ihr bereit? Ich hatte, glaube ich, gar nicht so richtig Erwartungen, sondern ich habe so ein bisschen Druck verspürt wegen dieser ersten Gruppenphase. Wir haben gegen Taiwan, gegen Japan gespielt, also Nationen, die man noch überhaupt nicht kennt. Ich wollte einfach in dieser ersten Gruppenphase nicht verkacken. Das war mir so das Allerwichtigste, da gut rauskommen. Aber ehrlich gesagt habe ich dabei eine Sache nicht bedacht. Und zwar, wie groß der Unterschied einfach ist zwischen Jessie als Spielerin und die anderen Spielerinnen. Also das hat einfach krassen Unterschied gemacht. Und da war dann eigentlich, als ich das verstanden habe, war dann einfach klar, wir fahren da jetzt rüber und macht keinen Unterschied. Steven, der da war aus Australien, der wollte einfach 100% zeigen, was geht so und hat alles reingesteckt und hat mit einer Partnerin, die um einiges schlechter ist als Jessie, extrem gut mitgehalten. Wir hatten viele Defense-Touches. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war einfach toll. Nach dieser ersten Gruppenphase waren wir natürlich schon sehr happy, wie wir da rausgegangen sind und waren dann Overall Seeding Sechster. Dann sind natürlich einfach auch stärkere Teams gekommen. Es sind ja nur die Besten weitergekommen. Eben der erste Seed, Scott und Nicole, die haben auch sehr gut abgeschlossen in der ersten Gruppenphase. Das war dann echt super cool, da war mega die gute Stimmung auch. Wir hatten viel Support außenrum, die Großbritannien natürlich auch, sind ja unsere Gastgeber und haben da ihre Fans außenrum gehabt. Wir haben uns früh abgesetzt, ist dann konstant gehalten und dann 21:18 zu Ende gespielt. War aber trotzdem High-Intensity-Game, aber unsere Taktik ist super gut aufgegangen, ihm seine Linke wegzunehmen. Das haben wir konstant gemacht, nonstop. Er wollte immer wieder uns wegfaken, dass er seine Linke hitten kann. Und selbst wenn wir da standen, hat er seine Linke gehittet. Also man hat gemerkt, er hat sich so durch die Gruppe gesurft quasi mit seiner Linken. Und Overall quasi Zweiter nach dieser zweiten Gruppenphase. Es kommt jeder zu einem her und gratuliert dir. Und erstmal, dass man es ins Viertelfinale auf der Weltmeisterschaft schafft, ist ja schon so krass, wirklich. Je nachdem, wie man in der zweiten Gruppenphase performt, wird man am Ende zusammen mit allen anderen Teams in eine große Tabelle geschmissen und kriegt einen Platz zugeordnet. Dabei spielt dann im K.O.-Baum der Erste gegen den Letzten aus dieser Tabelle. Franzi und ich haben eigentlich die größten Erwartungen an den Squad gehabt und haben dieses Individualturnier einfach eigentlich nur als Einspielen gesehen. Wir waren am Anfang schon relativ nervös auch. In der zweiten Gruppenphase gab es einen Gleichstand zwischen 3 Teams, Curly Fries, Ronja Resi und den Stadlers, die jeweils gegen eins der anderen Teams verloren haben. Und somit kamen tatsächlich bei uns aus der Gruppe 3 weiter. Top 8 ist schon mal deutlich mehr, als wir uns erwartet haben. Ich habe mir Diane Fonseca, die Spielerin vom kanadischen Team, davor auch angeschaut und analysiert. Das heißt, ich wusste, was ungefähr auf mich zukommt. Chris Brown wusste ich nicht so recht, was auf mich zukommt. Da haben wir uns dann auch Tipps geholt, gerade auch von Leuten wie Ronja. Konnten wir schon ein bisschen Input holen. Dann wussten wir, okay, was müssen wir in der Defense machen, was müssen wir beim Receive beachten, was ist die häufigste Angabe. Das sind immer gute Infos vom Spiel. Ja, dann sind wir in dieses erste Spiel gestartet mit einem richtig guten Hype außenrum. Haben diesen ersten Satz gewonnen. Uns war dann aber auch klar, okay, das kann auch ganz genau andersrum ausgehen im zweiten Satz. Wir müssen richtig dranbleiben. Das war ein Krimi. Den zweiten Satz wollten die sehr deutlich holen. 2015 stand es da. Aber dann haben wir uns nochmal auf 2019 rangekämpft. Bei 2019 nochmal eine extrem geile Rallye gehabt und wir sind mit so einer stolzen Brust aus diesem zweiten Satz rausgekommen, weil wir so geil uns nochmal zurückgekämpft haben. Es war komplett unser Aufwind. Wir hatten richtig Bock zu zocken.
Emotion wurde da erstmal freie Lauf gelassen. Dann stand es 1:1 und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das. Wir wollen diesen Sieg. Und dann sind wir mit nochmal 100% mehr Energie in diesen dritten Satz gestartet, haben es voll genossen, haben super viel Spaß gehabt, wir hatten coole Rallyes. Das so zu spüren, dass es einfach nur Spaß macht, es richtig klickt. Ich habe Dinge bei meinen Surfs gefühlt, also die ich eigentlich nur sehr langsam umsetzen konnte, die konnte ich schnell umsetzen. Diese letzte Rallye, wo uns dann einfach klar war, okay, ich weiß noch ganz genau, ich glaube, die Diane hat auf mich gesurft, es stand 18:20 und ich stand schon mit Pippi in den Augen im Receive und ich war so, okay, wir gewinnen das, aber du musst jetzt noch receiven so und ich wusste, wenn sie ihn trifft, ich schaller den einfach weg und ich stand in diesem Receive und war so, reiß dich zusammen, so. Sie sagt 18:20, ich so, ja. Und sie haut einen Doppelfehler raus und ich und Paul, ich habe geheult in Strömen. Ich glaube, ich habe noch nie so krasse Emotionen gefühlt für diesen Sport. Das war unglaublich, wirklich. Es kam einfach rausgeschossen, die Crowd kam hergerannt und wir lagen uns alle in den Armen und konnten nicht fassen, dass Paul und ich einfach im Halbfinale in der WM sind. Also meine Eltern sind seit Mittwoch hier und fahren heute, also sind extra für das Mixturnier nach Guilford gekommen, haben sich das angeguckt, haben da den ganzen Donnerstag und auch gestern immer supported, waren bei jedem Spiel dabei. Dem bin ich dann auch in die Arme gefallen, nachdem wir das geholt haben und Halbfinale geschafft haben. Ich bin so stolz auf mich, weil ich so gut received habe. Der Chris kam dann auch zu mir und hat mir so auf die Schulter geklopft. Dann war ich auch so, yes. Spanierinnen haben halt mega Saison gehabt, wirklich ganz stark. Ich glaube, die haben 3-4 Mal Finale auch gespielt und so. Die sind schon ein Brett, ja. Also die haben beide extrem gute Serves, Setting ist on point und das war halt kein einfacher Task. Ich glaube, die Julia hat auch richtig krass gefühlt, so diese Energy der Menge. Und dann, wenn die Julia schon durchmarschiert ist mit ja, das war schon sehr strong. Ich probiere unser Team dann immer aufzuhypen und so die Stimmung von der Crowd mitzunehmen, die Crowd anzufeuern. Und Franzi, ich glaube, nach außen wirkt sie manchmal etwas ruhiger, als sie eigentlich ist. Also so im Team sind wir schon beide dann eben sehr on fire und hypen uns da gegenseitig ziemlich hoch. Der erste Satz, da waren wir eigentlich die ganze Zeit 2-3 Breaks vorne und dann hat aber Silvia am Ende noch 2-3 Asse rausgehauen und wir haben unglücklich 19:21 dann verloren. Im zweiten Satz lief es eigentlich von Anfang an noch mal besser. Wir kamen sehr gut ins Spiel, wir haben sie mit unserem Surf sehr unter Druck gesetzt und eben auch unser cleanes Sideout weitergespielt. Habe ich mich gegen die Italienerinnen auch verletzt, weil ich einen Schlag gemacht habe und gegen Silvia gesprungen bin und dann mein Ellbogen ebenso überstreckt war. Es war auch schon ein kleiner Schockmoment für mich und ich glaube auch für Franzi. Wir haben den zweiten Satz dann auch gut gewonnen und dann haben wir mit dem dritten Satz gestartet, der lief auch sehr gut. Dann kam immer mehr Crowd dazu. Das hat uns noch mal viel mehr Energie gegeben. Und wir haben richtig an uns geglaubt. Gegen Ende des Satzes mussten wir dann noch mal umziehen, weil es plötzlich dunkler wurde und wir dann auf den Hauptcourt gegangen sind. Da hatten wir eben Flutlicht und konnten da die restlichen Punkte zu Ende spielen. Der letzte Call war ein No-Hit-Zone-Call. Chiara hat gehittet, ich hatte einen Block-Touch und wir wollten ihn gerade verwandeln und plötzlich kommt ein No-Hit-Zone-Call. Und ich war total verwirrt, habe den Observer angeschaut und war ich? Und wusste überhaupt nicht mehr, was in dem Moment passiert war. Dachte, Franzi? Und dann hat der Observer auf Chiara gezeigt und in dem Moment habe ich realisiert, okay, wir haben es geschafft, wir sind im Halbfinale und dann kamen auch schon alle anderen angerannt und es war so schön, da mit allen zu feiern. Von außen betrachtet hätten, denke ich, nicht viele Personen Paul und Jessie direkt in ein Halbfinale geschoben, sondern vielleicht sogar eher Per und Nora über den beiden gesehen. Damit kam das Ganze eher etwas überraschend. Der ursprüngliche Plan war, dass das Halbfinale noch am selben Tag gespielt wird.
Da sich das Turnier aber den ganzen Tag über immer wieder verzögert hat, wurde das Halbfinale auf den nächsten Tag geschoben. Weil Paul und Jessie Alternates für Team Deutschland sind, haben sie in der Squad-Gruppenphase nicht mitgespielt und waren daher nicht aufgewärmt. Im Gegensatz dazu haben Katie und Kieran jeweils die Squad-Gruppenphasen mitgespielt, haben somit den ganzen Tag schon Spielpraxis gesammelt und waren dementsprechend vollkommen heiß für das Halbfinale. Ich glaube, wir haben es uns beide ein bisschen anders vorgestellt. Gegen Pearson und Rose viel gehört, noch nie gegen sie gespielt. Wir haben uns versucht, richtig gut warm zu machen, auch gut in die Serves reinzukommen. Haben uns, glaube ich, eigentlich ganz gut gefühlt, wie wir gestartet haben. Aber der Rose hat mir seine Asse um die Ohren gehauen. Also das war absolut Wahnsinn. Wir haben dann auch im zweiten Satz echt besser gespielt. Ich würde sagen, besser received. In-game würde ich sagen, waren wir clean. Wir haben unser Ding super runtergespielt. Ich würde sagen, seine Serves haben das Spiel entschieden. Einer der besten Server der Welt. Das war ja Jessie und mein erstes Turnier überhaupt. Also auch ziemlich crazy ist. Wir haben uns aber trotzdem nochmal Mut gemacht und gesagt, hey komm, wir holen uns diesen dritten Platz. Das wird schon irgendwie gehen. Aber da war dann irgendwie die Luft einfach auch raus, muss man sagen. Wir haben die Serves beide nicht mehr ganz so gut gelandet. Wir waren da auch ganz hinten in der Ecke. War ganz fair, es waren so meine Eltern plus Simon. Alter, Simon hat uns auch supportet. Am Donnerstag und am Freitag all day long immer wieder, auch wenn Eisenträger Simon irgendwo gespielt haben oder, hat Simon gemeint, Alter, ich bin bei euch, weil die anderen haben genug Support und so, saustark, Shoutout. Ja, da war dann einfach die Luft irgendwie raus und die haben völlig verdient diesen dritten Platz bekommen und ich glaube, wir können extrem stolz auf uns sein, dass wir diesen vierten Platz geholt haben. Ich habe nicht damit gerechnet, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ausschaut, ich glaube, viele haben auch nicht damit gerechnet. Hätten wir Donnerstag weitergespielt beispielsweise, glaube ich, hätten wir das Team besiegen können, aber hätte Fahrradkette. Und dann habe ich kurz nachdem wir gegen die Italienerin gewonnen haben, habe ich erfahren, dass wir gegen Natascha und Ines, also die Französinnen, spielen werden. Und habe mich schon total gefreut, weil wir die beiden sehr gut kennen und wir auch gegen die wirklich eine sehr gute Chance haben, auch zu gewinnen. Auch wenn das natürlich, ich meine, die haben im Viertelfinale auch gegen Ronja und Resi super stark gespielt und gegen die gewonnen. Also uns war schon bewusst, dass das kein Zuckerschlecken wird. Resi Ronja waren vor dem Turnier als ganz klares deutsches Einser-Team gesetzt, da beide super Individualleistungen das ganze Jahr über gezeigt haben und auch zusammen schon einige Siege holen konnten. Im Vergleich zu Puce and Dives hätte, glaube ich, jeder von außen gesagt, dass die beiden Favoriten sind. Meiner Meinung nach war das aber ein sehr schwieriges Matchup für Resi und Ronja. Aber wir haben uns auch auf sie gut vorbereitet, vorher darüber geredet, wie wir verteidigen und lagen aber dann auch im ersten Satz wieder schnell, glaube ich, auch hinten. Haben ihn auch relativ deutlich verloren. War aber unser Team da, hat uns aufgeheizt, hat gesagt, ihr könnt es, ihr schafft es und haben uns supportet. Dann sind wir in diesen zweiten Satz rein und der lief dann direkt ganz anders und wir waren die ganze Zeit immer gleich auf. Dann irgendwann haben wir Defensive Touches bekommen und die auch verwandelt und konnten uns da absetzen und haben dann den zweiten Satz gewonnen. Im dritten Satz waren wir auch eigentlich die ganze Zeit dann ein paar Breaks vorne. Dann haben sie irgendwann einen Timeout genommen und waren auch mental schon ziemlich down und Ines hat auch geweint schon, als wir zurückkamen und wir dachten eigentlich, okay, jetzt müssen wir das nur noch zu Ende spielen und wir haben's. Dann haben die aber tatsächlich 2, 3 Breaks nochmal hintereinander gemacht und es wird noch ziemlich knapp. Dann haben wir nochmal einen Timeout genommen, haben uns fokussiert und sind gut aus dem Timeout zurückgekommen, haben ruhig weitergespielt, wurden nicht nervös und waren mental da einfach stark und haben dann den dritten Satz für uns entschieden. Im Finale hatten wir jetzt dann Tiramisu. Eins der renommiertesten europäischen Teams überhaupt, ob man auf Damen oder Herren schaut, ist da, glaube ich, egal. Die beiden sind bekannt für unheimlich starke Serves, einen unbrechbaren Willen
und grundsätzlich super solides Gameplay. Die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal in der Saison gespielt und leider die Saison noch nie gewonnen. Da war uns schon bewusst, dass das wirklich sehr, sehr schwierig wird, aber wir haben hier so eine geile Crowd dabei. Das hat extrem geholfen. Wenn es läuft und dann ist die Crowd nochmal dahinter und pusht einen noch weiter, dann läuft es umso mehr. Und wenn man dann erstmal ein bisschen Abstand hat, dann kann man auch mal einen Punkt zwischendurch verlieren, ohne direkt richtig nervös zu werden. Und haben uns schon auch da zugetraut, eben das zu gewinnen. Das Finale war der erste Satz relativ deutlich gegen uns. Es hat sich eigentlich für mich gar nicht so schlecht angefühlt, aber vom Ergebnis her. Davon haben wir uns aber eigentlich nicht so viel beeindrucken lassen und kamen dann sehr stark im zweiten Satz zurück. Lagen auch 7-3 vorne. Ich habe ihr gesagt, mach mal einen Lefty. Dann macht sie einen Lefty und macht einen Ass damit. Dann habe ich gesagt, mach das nochmal. Und dann hat sie nochmal einen Ass gemacht und hat 4 Asse hintereinander mit links rausgehauen, sodass Tiramisu sich erstmal fraglos angeschaut hat, einen Timeout genommen hat und gesagt hat, wo ist Nelson? Und ich glaube, da standen sie schon ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Das hätten wir natürlich dann gerne ausgenutzt und hätten den zweiten Satz für uns entschieden. Aber ja, Megan hat dann noch sehr, sehr geile Aufschläge getroffen, die wir leider nicht so gut received haben. Das können wir besser, aber konnten wir jetzt so nicht abrufen. Und sie haben auf jeden Fall den Sieg verdient und haben sehr, sehr gut gespielt. Also sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale haben wir uns unglaublich gefreut. Also wir haben gar nicht damit gerechnet, so weit zu kommen. Nach jedem Spiel war es echt super, super schön. Nach dem Finale haben wir uns eigentlich auch vor allem gefreut, dass wir Zweiter wurden. Klar ist dann so ein bisschen noch so, da war eigentlich schon eine Chance, auch wenn Tiramisu ein super starkes Team ist. Aber wenn man dann halt so weit in Führung liegt im zweiten Satz, dann schnuppert man natürlich schon so ein bisschen. Und dann ist ein klein bisschen Enttäuschung dann natürlich trotzdem dabei. Aber letztendlich haben wir uns einfach nur sehr über den zweiten Platz gefreut. They can say not good enough, I'm not that one for you.